Träumst du auch davon, eine neue Sprache in nur 3 Monaten zu lernen? In deinem Fall wird es vermutlich Deutsch sein. Oder vielleicht lernst du auch gerade mehrere Sprachen parallel. In jedem Fall bist du hier dann genau richtig. Denn in diesem Video zeige ich dir bewiesene Methoden, die dir helfen, super schnell Fortschritte beim Sprachenlernen zu machen. Egal, ob du gerade erst anfängst oder schon mittendrin bist, mit meinem Schritt-für-Schritt Lernplan wird sich dein Lernen revolutionieren. Los geht's! Bevor ich dir aber meinen Schritt-für-Schritt-Lernplan vorstelle, möchte ich deine Aufmerksamkeit kurz auf etwas richten, das allen vorangeht. Nämlich deine Einstellung. Alles beginnt, wie es immer so schön heißt, im Kopf. Wissenschaftler haben bewiesen, dass deine Einstellung eine riesige Rolle spielt. Glaube daran, dass du es schaffen kannst. Deutsch ist nicht so schwierig, wie viele immer sagen. Natürlich gibt es hier und da ein paar kleine Herausforderungen, wie in jeder anderen Sprache auch. Aber diese kannst du nach und nach meistern. Denk dran, du musst nicht alles auf einmal können. Wir lernen portionsweise. Es ist auch wichtig, dass du dich nicht direkt stressen lässt, wenn du mal eine Grammatik oder Satzkonstruktion nicht verstehst. In dem Fall gibt es immer Mittel und Wege, diese Themen zu lernen, auch ohne in Grammatikbüchern und Erklärungen zu versinken. Führe dir einfach immer wieder vor Augen, dass Sprachenlernen ein Privileg ist. Manche Menschen auf dieser Welt haben keinen Zugang zu Bildung und würden sich wünschen, lernen zu dürfen oder zu können. Ein Perspektivwechsel führt uns manchmal vor Augen, dass Dinge, die wir vorher so negativ gesehen haben, sich auch in einem positiven Licht präsentieren können. Und eine ganz wichtige Sache, die viele oft zum Verzweifeln bringt, die schon länger Deutsch lernen, ist die Tatsache, dass sie denken, dass sie keine Fortschritte mehr machen. Lass dich nicht täuschen. Du machst nach wie vor Fortschritte. Aber ab einem hohen Sprachniveau sind sie nicht mehr so deutlich zu erkennen wie zum Beispiel als Sprachanfänger. Denn von 0 Deutschkenntnissen auf ich kann meine ersten Standardsätze sagen, das ist schon ein größerer Sprung, als zum Beispiel vom B2 auf das C1-Niveau zu kommen, wo es eher um Ausdruck und grammatikalische Feinheiten geht. Und damit du an deiner Einstellung arbeiten kannst, habe ich hier ein paar wichtige Sätze für dich, die du dir immer wieder sagen solltest. Deutsch ist einfacher, als viele behaupten. Ich bin dankbar, das Privileg zu haben, lernen zu dürfen. Ich schaffe alles, wenn ich nur an mich glaube, denn ich mache täglich Fortschritte. Nimm das also gerne als dein Deutsch-Lern-Mantra für 2025 mit und ich verspreche dir, alles wird dir viel leichter fallen. So, nun kommen wir aber zum Teil, auf den du sicher schon ganz ungeduldig gewartet hast. Mein Schritt-für-Schritt Lernplan, mit dem du wie ein Profi in kürzester Zeit effektiv Deutsch lernst. Schritt 1. Erst einmal Wörter lernen. Ich starte immer mit den wichtigsten bzw. am häufigsten genutzten Wörtern. Eine neue Sprache besteht aus Bausteinen und die häufigsten 1000 Wörter sind eben diese Bausteine. Online findest du übrigens als Sprachanfänger unendlich viele Listen zu diesen am häufigsten verwendeten Wörtern einer Sprache oder in unserem Fall der deutschen Sprache. Nun nützt es aber nichts, diese Wörter einfach nur stumpf auswendig zu lernen. Das ist nicht nur mühselig, sondern auch überhaupt nicht effektiv, da ohne Kontext nicht wirklich viel hängen bleibt. Wichtig ist auch, dass man die Wörter nicht einfach nur aufschreibt, sondern auch die Aussprache gleich mitlernt. Denn wenn du bereits andere Sprachen gelernt hast, wirst du sicher bemerkt haben, dass die Schreibweise und die Aussprache von bestimmten Begriffen nicht immer, zusammenpassen. So ist es im Deutschen auch. Um die korrekte Aussprache zu lernen, kannst du ganz einfach den Duden, den Google-Übersetzer, ChatGPT oder auch DeepL nutzen. Dort hast du ein kleines Lautsprechersymbol. Wenn du dieses anklickst,
kannst du dir die Aussprache anhören und wiederholen. Und das eben so lange, bis du zufrieden bist. Beim Duden kannst du einzelne Wörter aussprechen lassen und beim Google Übersetzer oder bei ChatGPT und DeepL sogar ganze Sätze und Textabschnitte. Hier kommt es auf dein derzeitiges Lernbedürfnis an. Diese Tools kannst du auch direkt zum Übersetzen von kleinen Sätzen verwenden. Stellen wir uns also vor, ich lerne ein neues Wort, zum Beispiel arbeiten. Dann gehe ich erst einmal zu DeepL und tippe das Wort in meiner Muttersprache ein. Lasse es dann vom System übersetzen und höre mir dort auch gleich die Aussprache an. Ich übe die Aussprache, indem ich versuche nachzusprechen, was ich höre. Wenn ich zufrieden bin, schreibe ich einen Satz mit dem Wort in meiner Muttersprache und lasse den Satz übersetzen. Zum Beispiel I work every day. DeepL übersetzt: Ich arbeite jeden Tag. Nun notiere ich den Satz in mein Notizbuch. Ich höre mir die Aussprache an und spreche sie immer wieder nach. So fahre ich mit weiteren Wörtern fort. Also, du siehst, ich starte mit dem Wort und der Aussprache. Dann gehe ich zu einem ganzen Satz über und dann fokussiere ich mich nur noch auf den Satz und lerne diesen. Das ist wichtig, um auch später die Satzkonstruktion der deutschen Sprache besser zu verstehen. Oder anders gesagt, sie intuitiv richtig zu machen. Achte bei all dem aber darauf, dass du nicht übertreibst. Wir können, auch wenn andere es gerne hier auf YouTube behaupten, keine 100 Wörter pro Tag effektiv und richtig lernen. Es sei denn natürlich, du bist ein Sprachgenie und dann nehme ich natürlich alles zurück. Aber in der Regel empfehle ich lieber weniger Wörter, diese dafür aber richtig. Okay, das Thema Vokabeln und Aussprache haben wir nun in einem Rutsch erledigt. Jetzt gehen wir zur Grammatik über. Diese kann manchmal etwas überwältigend sein, aber denk dran, was wir am Anfang des Videos gesagt haben. Wenn wir etwas wollen, dann schaffen wir es. Und Deutsch ist nicht die schwierigste Sprache der Welt. Unsere Einstellung ist hier der Schlüssel. Fokussiere dich zuerst auf die wichtigsten Strukturen. Zum Beispiel, wie stelle ich eine Frage? Wie mache ich eine Aussage? Wie benutze ich die Vergangenheitsform? Und formuliere Sätze damit. Hier ist ein Trick. Beobachte Muster. Zum Beispiel, ich gehe ins Kino. Du gehst ins Kino. Du siehst, aha, ich fange mit der handelnden Person an, dann kommt das konjugierte Verb, dann eine Präposition und dann das Objekt. Ich bin mir sicher, du wirst auch viele Muster in Sätzen erkennen. ChatGPT kann dir natürlich wie immer bei der Struktur helfen, indem es dir Erklärungen und Beispiele gibt, wenn du Fragen hast. Aber dieses Tool würde ich immer erst dann zu Rate ziehen, wenn du dir selbst schon einmal Gedanken zu den Strukturen gemacht hast. Nur so lernst du wirklich. Denn ein Lehrer gibt dir ja auch nicht jede Antwort vor und möchte, dass du im Idealfall selbst darauf kommst. Also, hier ein konkretes Beispiel für den Schritt-für-Schritt-Lernplan. Bleiben wir beim Verb arbeiten. Du hast DeepL oder ChatGPT genutzt, um die Aussprache zu üben und einen einfachen Satz im Präsens zu formulieren. Jetzt musst du Variationen in diesen Satz bringen. Schreibe ihn in der Vergangenheitsform oder stelle eine Frage. Auch hier kannst du dir die Sätze aus deiner Muttersprache übersetzen lassen oder selber eine Übersetzung versuchen, wenn du schon weiter bist. Zum Beispiel, ich arbeite jeden Tag. Präsens. Ich habe jeden Tag gearbeitet. Perfekt. Arbeite ich jeden Tag? Frage. Am Anfang ist es einfach nur wichtig, dass du einfache, also simple Satzstrukturen erkennst, verstehst und sie auf andere Beispielsätze übertragen kannst. Dazu brauchst du nicht einmal ein Grammatikbuch. Nun haben wir schon viel geschafft. Du hast Wörter gelernt, du kannst sie aussprechen, du kannst verschiedene Satzarten bilden und das Ganze auch korrekt und verständlich aussprechen. Was nun? Im nächsten Schritt musst du das Ganze in der Kommunikation anwenden. Ich weiß. Hier wird es also spannend, denn du musst die Sprache aktiv nutzen, auch wenn du keinen Partner hast. Wie das gehen soll? Schreibe kleine Dialoge, die du im Alltag nutzen kannst.
zum Beispiel beim Einkaufen oder im Restaurant. Mit KI kannst du realistische Gespräche sogar simulieren. Sag einfach, spiele einen Kellner und ich bestelle auf Deutsch. Das hilft dir, sicherer zu werden. Wie du das machst, dazu musst du bei ChatGPT einfach nach entsprechenden Plugins suchen. Beim ersten Mal wird das eine Herausforderung für dich sein, also das Sprechen, weil du eben nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken hast wie beim Schreiben. Aber diese Art von Übung bereitet dich ideal auf reale Konversationen vor. So wirst du, wenn es soweit ist, auch nicht mehr ganz so nervös sein. Denn wenn du das lange genug geübt hast, werden bestimmte Sätze in bestimmten Kontexten ganz automatisch bei dir rauskommen. Also, du hast ein Wort gelernt, du hast die Aussprache geübt, dann hast du es in Sätze gepackt und auch hier die Aussprache geübt sowie Strukturen analysiert. Jetzt kannst du auch versuchen, komplexere Sätze zu bilden. Zum Beispiel den Konjunktiv 2, die Höflichkeitsform im Alltag. Zum Beispiel, könntest du diese Woche jeden Tag arbeiten? Ich würde gern jeden Tag arbeiten. Auch hier kannst du nun bei den Strukturen, die etwas komplizierter sind, ein Grammatikbuch zu Rate ziehen oder ein KI-Tool nach einer einfachen Erklärung fragen. Und so geht es dann immer weiter und weiter. Übrigens, wenn du dir nicht sicher bist, welche Grammatik für dich relevant ist, dann kauf dir einfach ein Deutschbuch und gehe nach der Progression im Buch vor. Ich habe unten in der Beschreibungsbox Lehrwerke verlinkt, die ich auch immer im Unterricht benutzt habe und die ich sehr gut fand. Schau sie dir also gerne an. Wenn du schon selbstständig komplexere Sätze auch ohne Hilfe bilden kannst, kann es aber passieren, dass sich hier und da Fehler einschleichen. Zum Beispiel ein beliebter Fehler, der auf allen Sprachniveaus auftaucht, die falsche Verbposition bei zum Beispiel Nebensätzen. Was nun? Diese Fehler müssen wir natürlich analysieren. Dabei sei gesagt, dass Fehler natürlich nicht schlimm sind und Teil jeden Lernprozesses sind. Dennoch ist es wichtig, sie zu erkennen und zu eliminieren, einfach damit sich der Fehler nicht einprägt. Denn wenn er erst einmal längere Zeit in deinem System ist, bekommst du ihn nicht mehr so leicht raus. Wenn du also schreibst oder sprichst, nutze Tools wie Language Tool oder ChatGPT, um Fehler zu finden. Frag einfach, korrigiere meinen Satz und erkläre mir den Fehler. Oder korrigiere diesen Satz und formuliere ihn so, wie ein Deutsch-Muttersprachler ihn sagen würde. Denn wir tendieren oft zu direkten Wort-für-Wort-Übersetzungen. Diese klingen in unserer Muttersprache natürlich super, aber in anderen Sprachen würde man das einfach nicht so formulieren. Daher ist die Anmerkung mit dem Muttersprachler im Prompt so wichtig. Und wie gesagt, lass dir deine Fehler erklären. Wenn du mit KI nicht zurechtkommen solltest, dann ist vielleicht ein Online-Deutschkurs etwas für dich. Ich habe zum Beispiel Kurse von A1 bis C1 und bei uns gibt es eine Hausaufgabenkorrektur, wo wir deine Fehler im Text verbessern und dir auch erklären, warum wir etwas anders formulieren würden. Beziehungsweise geben dir Grammatik- und Wortschatzerklärungen. Nun fehlen noch 2 wichtige Punkte, die du nicht vernachlässigen solltest. Erstens die Immersion im Alltag und zweitens eine tägliche Lernroutine. Mit Immersion ist das Eintauchen in die Sprache gemeint, selbst wenn du nicht im Land deiner Zielsprache bist. Stelle dein Handy und deine Apps auf Deutsch, schaue dir deutsche Serien oder YouTube-Videos an, höre Podcasts und lies einfache Texte. Wichtig ist, dass du die Sprache so oft wie möglich hörst und sie Teil deines Alltags wird. So trainierst du auch gleichzeitig deinen Hörmuskel, wenn es um die deutsche Sprache geht. Und die Routine ist und bleibt nun einmal der Schlüssel, um etwas erfolgreich zu lernen oder zu meistern. Nimm dir jeden Tag mindestens 30 Minuten Zeit. Teile sie auf. 10 Minuten Vokabeln, 10 Minuten hören und nachsprechen, 10 Minuten schreiben und so weiter. Oder eben Dialoge mit KI.
Bei all dem ist natürlich nach wie vor wichtig, dass du Freude bei der Sache hast. Also zwing dich nicht, Lernmethoden anzuwenden, die dir überhaupt nicht gefallen und keinen Spaß bereiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Sprache zu lernen. Wenn du zum Beispiel nicht gerne mit KI arbeitest, dann wähle eine andere Option. Wir haben auch noch Grammatikbücher. Oder frag deinen Lehrer. Also entscheide dich für Lernmethoden, die dir auch Freude bereiten und die sich nicht wie Lernen anfühlen im Idealfall. Also, Routine ist wichtig. Diese Regelmäßigkeit macht den Unterschied und bewahrt dich auch vor stundenlangen Lernmarathons. Je nachdem, auf welchem Sprachniveau du bist, ich würde sagen, ab dem A2-Niveau lohnt es sich auch, ein Tagebuch einzuführen, wo du täglich ein paar Zeilen reinschreibst. Auch ein Videotagebuch ist möglich, aber das würde ich erst nutzen, wenn du im Schreiben schon etwas gefestigter bist. Also 30 Minuten pro Tag sind machbar und müssen sich auch nicht wie Lernen anfühlen. Und manchmal wirst du dich auch selbst dabei erwischen, wie du länger als geplant dich mit der Sprache beschäftigst, weil es eine spannende und interaktive Art zu lernen ist. Du wirst hundertprozentig auf mehr Lernzeit als nur 30 Minuten pro Tag kommen, wenn dich erst einmal die Neugier und der Ehrgeiz packen. Ein extra Tipp, hab auch immer ein Notizbuch parat. Notiere dir alles, was dir sprachlich im Alltag auffällt, sodass du dir später die Bedeutung und Satzstruktur genauer angucken kannst. Und zwar in Ruhe, wenn du zu Hause bist. Passives Lernen ist mein heiliger Gral, wenn es ums Sprachenlernen geht. Lasse diese Chance also nicht aus. So, und das war's auch schon. Wenn du diesen Lernplan konsequent anwendest, kannst du in nur wenigen Monaten riesige Fortschritte in deiner Zielsprache erzielen. Glaub an dich, setze dir klare Ziele und hab Spaß am Lernen. Schreibe mir in die Kommentare, welche Methode dir am meisten hilft. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen!